Guten Morgen zu einer neuen Folge von One-Shots. Und hier ist ein Spiel, was Kälte vermittelt, was aber gar nicht zur Realität zu draußen ist. Draußen sind es zumindest mal 20 bis 25 Grad, weil es noch 6 Uhr morgens sind. Aber wir wollen mal dieses kalte, coole Spiel mal antesten und deswegen klicke ich mal auf Play. Okay, wie man sieht, habe ich schon mal angetestet. Restro, Create New Game, würde ich mal sagen. Da es so früh ist, den ich hier mache. Early Access Game und damit würde ich sagen, ja, weiter und spielen das Spiel. Aber ich habe schon gesehen. Carl Faubert, private detective, had just traveled thousands of kilometers from Montreal to reach this remote middle of nowhere area, situated near the far northern Lake Atamipek. Granted, this was a great distance to cover for a sole client, but word had it that he was a particularly wealthy one. Gut, jetzt ist es halt noch nicht so kalt, man sieht's. Lass mich mal gucken. Ich glaube, Carl had to drive a bit further north in order to meet with wealthy industrialist William Hamilton. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. So. Wie krieg ich die Karte? Hamilton was a prosperous owner who had acquired various businesses as well as metal mines in this northern region. Gut, ja. Ah, cool, kann ich wegmachen. Gut. Gut zu wissen. Ja, geil, Lichteffekte. Ah, Telefon, Stuhl, Lampe. Was Teil hier aufkriegen? Hamilton never mentioned a road-blocking barrier. Why was it needed here in the back of Beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Das ist ein Scheißding, muss man irgendwie knacken. Oh, Müll durchsuchen. Eine beliebte Gegenmechanik, was hier nicht klappt. Wahrscheinlich den nächsten Weg, dann muss man das wahrscheinlich. Warum steht hier sonst ein Turm? Wenn nicht hier oben drauf was ist. Ah, das war doch irgendwie klar, oder? Wie gesagt, eine beliebte Spielmechanik ist, packe einfach das, was du brauchst, irgendwo auf den Turm. Was, wenn du dich fragst, warum ist da ein Turm? Nicht verglichen mit der Frage, warum liegt hier Stroh? Aber jetzt muss man E drücken. The cutters made quick work of the chain. What better way to investigate vandals than to get into their shoes, Carl, the professional vandal, thought, reveling in the irony of the situation. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Carl was not made aware that winter would come early this year. The North made clear who was the boss up there. Snow, which didn't care much about the date when it felt like dumping its first load of the year. Meter, wir sind jetzt so Schneesturm. Aber der Kopf kann ich glaube ich nicht. Hamilton had recently acquired a few local businesses.
But the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Wer nicht weiß, was Cree sind, Cree müssen... Oh! Indianerstamm sein. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Zu weit schon? The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Okay, da fahr ich ruhig in die Richtung. Nicht, dass es dann schon an der Straßenseite war. Ladespiel. Ah, nur wieder geht. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, had seen its share of husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away. Cool. Ich bin ja auch Fotografen, das finde ich mal cool. Wenn ich Bild aufbauen, bin ich nicht wirklich so fotografieren. Da ist das Holz dann im Weg. Vielleicht von der anderen Seite. Hier gibt es eine Drittelregel. Ach. So sieht es gar nicht schlecht aus. Ha! Scheiße, ich bin noch. Warum rennt das? Wieder ist die Pfeife fotografieren. Ah, nee. Oh, da geht's drauf. Nein. Da ist
zum Looten. An explosion suddenly occurred outside. Hä? Draußen ist arschkalt und die sind nicht mal kalt? Das will ich jetzt verarschen? You don't leave ammunition out in the open like this. Was Gilles Lachance that careless? Finding a key is easy. Finding the right keyhole, not so much. Ja, Löcher und so weiter, ne? So. Okay, Pumpen soll scheinen auch mal kaputt zu sein. Und Minipack kann man in jedem Spiel mal gleich gebrauchen. Gucken wir mal weiter. Nein, ich jetzt nicht gesagt. Okay. Will ich wahrscheinlich ziemlich viele Schiffe haben. Brauche ich zumindest mal. So. Jetzt komme ich nicht mehr raus, oder was? Achso, steht vor der Tür. Was ist denn mit dem der Raum hier denn? The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Wahrscheinlich brauche ich erst Rückgeräusch zu. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. Ah ja, auch wieder ein Crafting-Spiel. Auch zwei Sachen. Aber immer brav ausschalten. Gut.
Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw one. So, jetzt angefangen. Ah. Jumping from that height was akin to tempting death. Perhaps that man on the snowmobile had seen enough of this world already. Whatever happened here, things got pretty rough, and not a trace of Hamilton. A radiator without power is as good as a wood stove without logs. Nein. Doch. Oh. Ein Zingelchen. Das war das, was ich gesucht habe, oder? Das heißt, ich kann mal Elektriker spielen. Das war halt hier. Und im Laden bin ich ja Elektriker, also. Wichtigste Regel: Spannung abschalten. Habe ich wohl nicht gemacht. Ja gut, sonst bin ich gleich tot. Oh, hey. So. Oh, so absolviert. Bravo. Wir haben Licht, wir haben Licht, wir haben Licht. Nur dann habe ich das Gefühl, wir brauchen die Garage auch nicht mehr. Dann machen wir dasselbe mal mit dem Store. Kann man immer gebrauchen.
The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Gilles Lachance, Carl recollected, was the general store's manager. Should Hamilton not be available, he was the man to talk to. Or what if Hamilton had moved up his appointment with his physician? Oh, ich hab's kaputt gemacht. The Plouffe family. The old black and white show from the 50s related the ups and downs of a typical family living in Quebec City in the aftermath of World War II. It was like the Addams family, minus the macabre and a walking hand. Okay. Okay. Hate was in the air. Seems like some villagers barely tolerated each other. Was ist denn auf die Karte? Okay, Musical Special Map. Okay, also würde ich sagen zum Doktor. Reststop habe ich wahrscheinlich angefangen, will ich hier im Nachschein. Links einen kleinen Weg. Warum steht mein Auto eigentlich plötzlich da? Du bist hier noch vorzüglich in die Wand gesetzt. Achso, wenn ich tanken muss. So, jetzt steigen wir mal ins Auto. Gestützt werden. So, jetzt mal hier lang. Es ist kalt draußen. Ab zum Doktor.
There should be a law forbidding doctors from falling sick. In spite of Dr. Beaupre's goodwill, the place didn't look much like a physician's office. It could easily be mistaken for a sewing shop. The good doctor, flanked by his beautiful spouse. Pure happiness, captured on cardstock. Julia, the doctor's spouse, was equally pretty and faithful. A deep kindness radiated from her eyes. To hell with patient confidentiality. Carl wouldn't be able to track down his client without unveiling secrets. Now he knew where to find Hamilton. Ich habe immer noch keine Ahnung, ehrlich gesagt. Chicago ist doch eine Doctors used light-reflecting frontal mirrors to look inside the patient's cavities. That was a bit unsettling, but back then, it was pretty much always the case with medicine. For the one-eyed, or for other vision problems, the eye patch was the way to go. Carl got the trembles as he imagined the excruciating pain that kind of scalpel could no doubt inflict. Within these miserable walls, patients probably felt more like in a slaughterhouse than in a doctor's office. Ich kann mal gucken, ob ich Wire machen kann. Carl, like many of his contemporaries, felt like he had more trouble breathing when he wasn't smoking. Cigarette was his own personal breathing assistant. Ja, scheiß Raucher. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich den Hamilton finde. So. Gut. Welches ist ja jetzt ihr verzeichnet? Autroser war vorhin nicht drin, ne? War nicht. Okay, fahren wir halt mal ein Stück weiter. Ich würde sagen, wir fahren noch zum Haus von Hamilton und dann schließen wir es, weil die Aufnahme ist jetzt auch schon 30 Minuten. Aber anscheinend ist es ein typischer Thriller-Spiel, was sich langsam die Spannung aufbaut. So. Wieder zurücksetzen. Ich will dann wissen, um was es geht. Oder Batman oder
nur ein Alien. Eine Alien-Verschwörung würde zu dem Spiel nicht passen. So. Aber wenn wir in Ruhe fahren, ob sich noch ein bisschen mehr gefällt. Grafisch ist gut, stimmig, hat irgendwie sowas. Diese Independence-Thriller, keine Ahnung. So ein Stil hat es, finde ich. Der Narrator passt auch. Ist sehr ernst, was zu einem Thriller ja passt. Und was die Grafik gefällt mir auch, so der Schneesturm. Nicht übertrieben alles. Ich meine, der Schneesturm ist das Wichtigste, Hauptsache der sieht gut aus. Schneestimmung ist gut, auch gut eingefangen. Mir ist schon auch jedes Mal kalt. Oh. Treffer. Ach, gucken wir mal. Ach, weiß nicht weiter. Irgendwas ist hier schon los, wenn die Bäcker sind. Caught in the landslide, looking for reality. Guck mal auf die Karte, wo wir sind. Nicht mal einen halben Weg. Mal was du vielleicht hinüber abkürzen können. So, das ist das Spiel nicht so. Das ist das Spiel. The track was fresh. That meant the car sunk down just a little while ago. Now where the hell could the passengers possibly have gone? The road turned into nothingness. Carl hated dead ends. Made him feel trapped. It seemed like the lake managed to completely swallow the road. Someone must have dropped this in a hurry, but whoever did was heading into the woods. Carl's tracking instincts were quickly kicking in. Carl felt engulfed by a wave of cold, and for a second thought he was fainting. Carl had no issue recognizing the spirit-like figures, but he couldn't figure out what they wanted from him. Okay. Sprich doch mit mir. Carl sensed that the cold was beating a retreat, as if he was moving away from some kind of center of gravity. The further Carl moved away from the ice block, the more his senses came back to him.
Carl knew why he was suddenly shivering. He was going back to the realm of visions. Numbness was giving way to awareness. The vision was wavering. Sprich mit dir, verdammten Mission. Entschuldigung. Anscheinend kriegt an dieser Stelle noch das Spiel Mystery End. Ich hoffe, das Spiel zieht bestimmt noch ziemlich streng an, aber irgendwie kommt es mir so in Richtung Twin Peaks alles vor. Und so Mystery, oh, jetzt ist da was im Himmel. Oh, was weiß ich. Ich will es auf jeden Fall weiterspielen in meiner Freizeit. Ich hoffe, hier gibt es im Spiel auch mal einen Testlauf. Gut, ja, dann würde ich sagen, vielleicht finde ich ja noch raus, was man bei machen kann. Kann ich ja beim nächsten One-Shot mal erwägen. Auf jeden Fall viel Spaß und so weiter und Baum. Und Eis. Es ist eiskalt draußen. Also im Spiel, nicht hier. Und tschüss. So, das war Kona. Sieht nach einem Thriller aus in Richtung Twin Peaks oder erinnert mich irgendwie auch ausgerechnet Alaska. So, oh, arschkalt, du frierst ja Sack ab, die Temperatur ist entscheidend, wie du dich hältst und alles. Aber diesen letzten Einschlag ist wirklich so ein Twin Peaks Einschlag. Ich hoffe, den werden sie auch weiterführen. Ja, und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Spiel, wenn ihr es selbst mal zockt. Bis dann. Ach, ihr könnt, wenn ihr auf das kleine Bild in der Mitte klickt, könnt ihr auch die Playliste von allen One-Shots haben. Und so sage ich, eine Verbesserung hat sich auch eingestellt zuletzt. Naja, auf jeden Fall, bis dann.